Roman Bürki hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Zwischen Busanschlag und DFB-Pokalsieg, zwischen unbezwingbarer Rekordkeeper und medialer Sündenbock lagen oft nur ein paar Wochen. Ich verabrede mich mit dem 27-Jährigen an der Strandpromenade von Marbella. Wie hat unser Stammtorwart all die Erlebnisse verarbeitet und was hat er 2018 für Ziele? Ja, jetzt Ziele nicht groß. Ich habe mir eigentlich so ein bisschen vorgenommen, ein bisschen mehr Zeit für Dinge zu nehmen, die mir gut tun, die ich gerne mache und nicht die vielleicht für andere gut sind oder die andere gerne sehen würden, sondern wirklich ein bisschen mehr auch auf mich hören, auf meinen Körper und ich glaube, das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Du bist auch so ein guter Mensch. Man blickt ja auch immer so ein bisschen zurück, so am Anfang des Jahres. Was war 2017? Und das war sicherlich das Jahr der Extreme. Ich denke, wenn wir an den Anschlag denken, das ist für uns alle unfassbar. Inwieweit hat dich dieser traurige Tag nachhaltig verändert? Hat er das sich verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bis dahin habe ich immer nur gedacht, ja, für mich im Leben ist Fußball das Größte. Es dreht sich alles um Fußball. Ich habe auch so gelebt. Und plötzlich bist du mittendrin in so einem, in einer schwierigen Situation oder in einer, wie gesagt, eine Aktion, die immer weit weg war, so Terrorismus oder ein Anschlag oder so. Und plötzlich bist du mittendrin dabei und da lernst du halt dann schon zu schätzen, dass das Leben noch aus vielen anderen Dingen besteht als nur Fußball, dass es wichtigere Dinge gibt auch, wie Familie oder halt ja, die ganzen Leute, die dir wichtig sind. Und da bin ich sicher auch daran gewachsen oder habe was Positives mitnehmen können aus dieser negativen Erfahrung. Aber es gab ja auch absolut positive Dinge 2017. Pokalgewinn. Ja, auf jeden Fall. In Berlin. Ja. Und natürlich der Corso durch die Stadt. Was fällt dir da spontan so ein? Ja, es war auf jeden Fall das Highlight meiner Karriere bisher, den Pokalsieg mit Dortmund feiern zu dürfen. Und fast noch schöner war dann, wie gesagt, der Corso durch Dortmund mit unglaublich vielen Leuten. Ich glaube, am Ende habe ich gelesen, über 200.000. Hätte ich mir... Ist auch sowas, so eine Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Es ist auch sowas, dass du immer nur gehört hast und dann bist du mittendrin plötzlich. Und das ist auch was ein Leben ist, das unglaublich war und mich geprägt hat. Prägende Ereignisse gab es auch in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit. Bester Saisonstart der Vereinsgeschichte, über 500 Minuten ohne Gegentor. Bürki und der BVB spielen wie auf Wolke 7. Ach, was? Mindestens Wolke 09. Nur, um dann krachend auf den harten Boden der Tatsachen zu fallen. Unnötige Niederlagen und unglückliche Aktionen lassen den Schweizer plötzlich öffentlich zum Prügelknaben werden. Ja, ich hatte natürlich meine Schwierigkeiten. Ich habe mit vielen Leuten auch darüber gesprochen. Erstes Mal habe ich keine Zeitung mehr gelesen, gar keine Online-Portale, gar nichts mehr gelesen, weil man sagt immer so leicht, ja, ich kann damit umgehen, aber es ist dann schon im Unterbewusstsein, zieht sich dann trotzdem runter und du machst dir dann Gedanken, ja, was denken die jetzt, was denken die jetzt? Das ist genau das, was du nicht darfst. Das Wichtigste war für mich, dass ich weiß, dass die Mannschaft alle hinter mir stehen, dass beim Club alle hinter mir stehen und das hat mich dann auch eigentlich wieder zurückgebracht und ich bin froh, dass ich da raus bin, ehrlich gesagt, und möchte auch nicht groß immer wieder zurückdenken. Ich habe viele lobende Worte gekriegt jetzt nach dem letzten Spiel in der Vorrunde gegen Bayern, dass sie stolz sind, dass ich da aus dieser Krise so rausgefunden habe und wie ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, da gehört ein großer Anteil dem ganzen Club, der ganzen Mannschaft und meinen Mitspielern, die immer an mich geglaubt haben, immer mich wieder aufgebaut haben. Das ist das, was eigentlich ein großes Team ausmacht. Ja. Das war ja auch das Schöne zum Ende der Hinrunde. Ganz tolle Paraden, Lob aus allen Ecken. Ich glaube, das tut dann auch wieder gut, wenn gerade man so etwas durchlebt hat und alle gesehen haben, ja, am Torwart hat es aber nicht gelegen. Ja, auf jeden Fall tut es gut. Ich glaube, wenn man sich auszeichnen kann, noch in einem Spiel gegen Bayern München ein gutes Spiel machen kann, der Höhepunkt wäre natürlich, oder das Tüpfchen auf dem i wäre gewesen, wenn wir dann noch das 2-2 schießen und dann so noch in die Verlängerung kommen.
Aber ja, wollte leider nicht sein. Aber für mich persönlich war es sehr wichtig, dass ich mich wieder stabilisiere und ja, auch das zurückzahle, dass die Leute im Club und in der Mannschaft das Vertrauen in mich haben. Dieses Vertrauen äußert sich nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Mitten in der belastenden Phase verlängert der Verein den Vertrag mit Roman bis 2021. Ein außergewöhnlicher wie bemerkenswerter Zeitpunkt. Vor 3 Jahren nach Dortmund gekommen, hat sich Bürki den Status als Nummer 1 im Tor erarbeitet und schon über 100 Mal das BVB-Trikot getragen. Diese Erfolgsgeschichte soll weitergeschrieben werden. Ja, wir waren schon länger eigentlich in den Gesprächen und für mich gab es nur eine Option. Also ich hatte gar kein Interesse, irgendwie mich um was anderes umzuschauen. Ich wollte einfach bei Borussia Dortmund bleiben unbedingt und ja, dann, dass der BVB in dieser Situation, in so einer schwierigen Situation auf mich zugekommen ist, das ist natürlich dann nochmal ein Zeichen, ein großes Vertrauen, großer Vertrauensbeweis. Und wie gesagt, da ist dann einfach klar, du bist an der richtigen Stelle, du bist beim richtigen Verein, weil ich glaube, dass nicht viele Vereine so gehandelt hätten. Wir plaudern noch einige Minuten gemeinsam am Strand. Der Blick geht nach vorne, aufs Meer und in die Zukunft. Neben mir steht ein Roman Bürki, der an den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit gewachsen ist und gestärkt aus ihnen hervorgehen wird. Aber vor allem steht neben mir ein waschechter Borusse.